Jetzt gibt es nicht nur die Autos von JP für zu Hause, sondern auch ein Fahrzeug von Sydney Hoffmann, den RWB Porsche 993 Furusato, heute im Unboxing. Viel Spaß dabei! Wie wir der Versandverpackung schon entnehmen können, ist dieses Fahrzeug produziert und erhältlich bei CK Model Cars. Wie du siehst, ist die Verpackung auch noch völlig jungfräulich, sodass ich sie jetzt mit dir hier gemeinsam das erste Mal vorsichtig öffne. Gut verpackt scheint das Ganze schon mal zu sein. Und wie wir sehen, sehen wir gar nicht so viel. Da kommt er langsam zum Vorschein. Ja, ich drehe ihn schon mal in die richtige Richtung. Da kommt er. Da kommt er. Hahaha, da ist er, der Kleine. Die äußere Verpackung ist aus Pappe in einem wunderbaren Lila. Dies dürfte so ziemlich der Fahrzeugfarbe entsprechen. Das Ganze ist hier so ein bisschen in Hochglanz gehalten und wir sehen das Modell an sich auch schon durch diese Kunststoff-Blisterverpackung. Auf der Frontseite sehen wir zudem, dass das Modell im Maßstab 1:18 kommt und auch die Worte Rauweltbegriff, dafür steht nämlich RWB. Durch dieses Sichtfenster sehen wir das Fahrzeug auch schon, das schauen wir uns gleich in aller Ruhe und in aller Nähe genau an. Wir schauen hier auch nochmal auf die Seite. Dort haben wir ganz groß SIND 79. Das steht für Sydney Industries Furusato, so heißt das Fahrzeug, und Furusato steht für Ursprungsland. Sydney Hoffmann ist aber auch RWB Germany. Weiter geht es auf der Rückseite. Dort ein schönes Hochglanzfoto von dem echten 1:1 Fahrzeug auf einer Rennstrecke. Die Abbildung finde ich wirklich klasse. Könnte ich mir sogar auch als großes Poster sehr gut in meinem Zimmer vorstellen. Auf der anderen Seite sehen wir dann altbekanntes, nämlich genau das gleiche wie auf der anderen Seite auch. Wir kommen wieder zur Front und schauen uns das Ganze mal von oben an. Auch hier ein durchsichtiger Blister, sodass wir den Porsche 993 von oben bereits sehen können. Und hier steht Werk 83. Auf der Unterseite gibt es dann hier noch so ein paar Warnhinweise und dass das Ganze von CK Model Cars kommt. Eine wirklich schöne Verpackung, so würde ich das Auto bei mir auch gerne ausstellen wollen. Die Verpackung ist das eine, das andere ist natürlich das Modellauto. Wir schauen mal, wo wir hier am besten drankommen. Vielleicht hier sogar. Das Ganze ist nicht zugeklebt. Wir können es mal vorsichtig öffnen. So. Ha, auch das hier, dieses Inlay von der Verpackung ist wirklich schön hochglanz bedruckt und hier können wir schon einen Blick reinwerfen und jetzt holen wir das Fahrzeug auch direkt mal aus der Garage hier raus. Ganz vorsichtig. Ah, schön. Das macht einen sehr stabilen Eindruck. Klasse, guck mal, es kommt hier in so einem Käfig. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Selbstverständlich werde ich das Auto auch gleich aus seinem Käfig befreien, möchte dir es aber doch einmal so kurz zeigen. Dieser Kunststoffkäfig sorgt natürlich dafür, dass an dieses Modell so gut wie nichts drankommt. Es war ja ohnehin wirklich sehr schön verpackt. Aber selbst wenn die Kunststoffverpackung mal nicht ausreicht, sollte dieser Frame hier doch stabil genug sein, das Modell zu schützen. Was ebenfalls das Modell auf jeden Fall schützt, das ist hier noch so eine kleine Kunststoffummantelung, wie so ein kleiner durchsichtiger Riemen. Der hält hier nämlich noch die Türen zu und das Modell ist auf jeden Fall auch noch festgeschraubt.
Schauen wir uns einmal von oben an. So, da sehen wir auch den Schriftzug, nochmal für ein Modell ist. Der ist hier auf dem Boden richtig schön drauf. Und wir schauen auch nochmal nach unten und wir sehen, das Fahrzeug ist hier mit 4 Schrauben fixiert. Und wenn man das Ganze lösen möchte, gibt es dazu auch ein kleines Werkzeug. Das finden wir hier vorne. Ich werde das Fahrzeug allerdings mit meinem eigenen Werkzeug lösen, sodass wir uns das jetzt mal im Detail ganz genau anschauen können. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr erstaunt, an wie viele Details wirklich gedacht worden ist. Umso mehr bin ich dann überrascht, dass ein kleines Detail ein bisschen anders ist. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Wenn wir uns hier die große, breite Front von dem 993 anschauen, dann sehen wir schon hier diesen klassischen RWB-Breitbau zu sehen an den Overfendern hier vorne. Dieser Bereich hier vorne, der ist schwarz abgesetzt und nicht in Wagenfarbe. Hier diese untere Lippe mit der zweiten Entwicklung finde ich sehr, sehr cool. Man könnte im ersten Moment denken, ist das hier vielleicht ein Druckfehler? Oder warum sieht das so komisch aus? Nein, das ist beim Original ganz genauso. Das ist einfach so ein bisschen verkratzt vom Aufsetzen, wenn man mal vorne irgendwie so ein bisschen schleift. Das Porsche-Logo ist natürlich drauf. Und das hier, das ist ganz, ganz cool, dass daran auch gedacht worden ist. Dort hat nämlich der RWB-Gründer Akira Nakai unterschrieben mit einem Pinsel in Silber und das Ganze wurde dann später mit Klarlack versiegelt. Finde ich ein wirklich sehr schönes Detail. Wir haben hier auch die Scheibenwischer abgebildet, eine klare Frontscheibe, sodass man schön reinschauen kann. Und hier steht auch nochmal ganz groß Rauwelt drauf. Wenn wir das Fahrzeug mal so ein bisschen weiter drehen. Ich finde, das ist auch so eine gewisse Schokoladenseite von diesem Fahrzeug. Guck mal, wie schick. Das sieht sehr, sehr schön aus. Hier natürlich der Name, Ursprungsland, Furusato. Und auch hier die Scheiben sind klar. Hier kann man ganz wunderbar reingucken. Wir nehmen mal hier die Tür. Die kann man nämlich öffnen. Das gucken wir uns hier mal an. Können wir mal so ein bisschen in den Innenraum reinschauen. Das ist wirklich sehr schön nachgebildet. Wir sehen die Recaro-Schalensitze und auch hier durch das Heckfenster sehen wir diesen Überrollkäfig. Und auch hier auf dem Heckfenster ist die kleine Flagge drin, ganz Sydney-typisch. Das ist wirklich sehr, sehr schön nachgebildet. Hier auch die Türpappe, da steht nochmal RWB drauf. Klasse, es macht also auch sehr, sehr viel Freude, sich das Fahrzeug von innen anzuschauen. Und wenn wir uns das Fahrzeug jetzt mal in diesem seitlichen Profil anschauen, dann scheint doch erstmal alles perfekt zu sein. Alle Details sind da, aber es gibt ein Detail, was mich wundert, was nicht umgesetzt worden ist. Und das sehen wir, wenn wir uns die Räder mal genauer anschauen. Was mir da als erstes sehr gut gefällt, die Optik. Und schau mal auf die Bremsscheibe. Der Bremssattel, der bleibt an derselben Stelle und die Bremsscheibe, die dreht sich. Das finde ich wirklich klasse. Aber jetzt das Detail, was doch ein bisschen fehlt. Und zwar sind die Bremsscheiben gar nicht gelocht. Beim Original sind die gelocht. Ich weiß nicht, warum man das jetzt hier nicht umgesetzt hat. Hätte mir noch richtig gut gefallen. Ist aber auch Schmuck am Nachthemd. Das sieht man also auch wirklich erst, wenn man da ganz genau sich das Ganze einmal ansieht. So, und wir gehen mal so ein bisschen weiter. Eine weitere Schokoladenseite von dem Fahrzeug. Gerade hier hinten dieser dicke Fender Wing auf dem hinteren Kotflügel. Sehr, sehr schick, wie ich finde. Macht das Fahrzeug sehr besonders und gibt dem Ganzen auch einen richtig breiten Hintern. Guck mal hier unter diesem Entenbürzel auch nochmal RWB, zweite Entwicklung. Und dann ein Detail, was ich toll finde, dass auch das umgesetzt worden ist. Hier unterm Heckspoiler haben nämlich ganz viele Leute, Mitwirkende unterschrieben und auch das sehen wir hier in dem Modell. Cool. Also das wäre jetzt ein Detail gewesen, wo ich gedacht habe, na gut, vielleicht spart man sich das weg. Nee, hat man sich tatsächlich nicht gespart. Ist, wie ich finde, schon wirklich was Besonderes. Also wirklich ein ganz, ganz schickes Fahrzeug und so sieht das Ganze aus. Wir haben keine Aufkleber, die wir hier noch extra anbringen müssten im Wassertransferdruck oder so, sondern es ist wirklich alles bedruckt und dieses Auto kommt fertig genau so zu dir nach Hause und möchte einfach nur bestaunt werden. Der hier dargestellte Porsche 993
von Sydney Hoffmann im RWB-Design ist übrigens auch das erste RWB-Fahrzeug in Deutschland gewesen. Auch aus dieser Perspektive macht das Auto wirklich einen sehr, sehr schicken Eindruck. Hier hinten nochmal auf dem großen Heckflügel sind 79. Und hier auch die Lampen. Total schön gemacht, sehr detailgetreu. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und egal von welcher Seite man schaut, dieses Fahrzeug ist einfach ästhetisch. Liegt jetzt natürlich nicht nur am Modellauto, sondern auch an dem Fahrzeug an sich. Aber dieses Modellauto trifft das Original wirklich extrem gut und selbst im Inneren hier kaum zu sehen. Die ausgebaute Rücksitzbank steht auch nochmal Rauwelt-Begriff Germany drin und auch nochmal eine Unterschrift. Es wurde also in meinen Augen wirklich an alles bei diesem Fahrzeug gedacht. Ein, wie ich finde, perfektes Modell. Natürlich möchte ich dir auch die Unterseite von diesem Fahrzeug nicht verschweigen. Wir drehen das Ganze mal vorsichtig um. Das ist aber recht unspektakulär. Das Profil der Reifen entspricht ebenfalls dem Original. Wir sehen hier hinten so ein bisschen diese Abgasanlage. Und ansonsten ist es ein normales Modellauto. So ein bisschen grob das Ganze abgebildet, wie der Unterboden ist, aber jetzt nicht bis in die extremen Details hinein. Aber wann schaut man sich das Auto auch von unten an? Ich denke, das werden die wenigsten wöchentlich tun. Abschließend möchte ich von dir gerne wissen, was gefällt dir besonders gut an diesem Modell und was hätte man eventuell sogar besser machen können? Schreib es mir gerne jetzt unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!